Off the Sofa präsentiert David Leichtle, Dominik Knausenberger, Justin Kay. Deutschlands härteste Survival-Experten. Sie haben Menschen dorthin gebracht, wo sie allein niemals überlebt hätten. Jetzt stellen sie gewöhnliche Menschen vor die ultimative Prüfung. Nur 24 Stunden Training, dann allein in der Wildnis. 5 Tage, keine Hilfe, keine Ausreden. Meine Oberschenkel brennen und zwar richtig. Jede Lektion kann retten. Jeder Fehler kann alles kosten. Ich bin sowas von fertig und platt. Wenn die Natur dich bricht, bleibt nur eines: das Wissen deiner Coaches. Sie lehren nicht nur das Überleben, sie prägen, wer du bist. Los geht's. Back to Survival. Hey Leute, ich bin David Leichtle, seit vielen Jahren Survival-Trainer, ehemaliger Gebirgsjäger und Gewinner der vielleicht härtesten Survival-Sendung der Welt. Und ich habe jetzt das Glück, bei Back to Survival einer der Coaches zu sein. 24 Stunden, das wird knackig. Die Prioritäten dafür: Feuer, Wasser, Nahrung, Schutz. Das Wichtigste ist, motiviert zu sein, und wenn man dann keine 2 linken Hände hat, dann kriegt man das eigentlich alles gebacken. Mein Name ist Dominik Knausenberger, ich bin Survival Instructor, Abenteurer und Expedition Leader. Wir trainieren nicht nur die Survival Skills, sondern ich werde mental auf die Herausforderungen vorbereiten. Dominik, nochmal vielen Dank, super, dass du unser Coach bist. Das auf jeden Fall. Wir freuen uns. Das war auf jeden Fall unser großer Wunsch. Ja, schön, dass echt? das auf jeden Fall funktioniert hat. Wir freuen uns. Ja! Moin moin Leute, ich bin Justin, war 12 Jahre bei der Bundeswehr. Meine Aufgabe ist es, Team 3 eben vielleicht ein bisschen was von meiner Brille mitzugeben, sodass sie in den 5 Tagen, wo sie draußen sind, nicht nur irgendwie die Tage durchstehen, sondern eine geile Zeit haben. Wir arbeiten uns so vor, wie ihr euch jetzt sozusagen da auch quasi orientieren müsst. Und nach der Priorität, also wir schauen auch gemeinsam, was macht jetzt zuerst Sinn. Ja? Also macht es Sinn, sofort auf Nahrungssuche zu gehen, da können wir einfach miteinander drüber sprechen. Oder macht es Sinn, erstmal ein Feuer zu machen, oder macht es Sinn, zum Beispiel erstmal einen Platz auszusuchen, um ein Shelter zu bauen. Also was wäre da so eure Intention, womit würdet ihr starten? Kann ein Survival Coach in nur 24 Stunden einen echten Survival-Fan so trainieren, dass er 5 Tage in der Wildnis überleben kann. 24 Stunden Training. Start jetzt. Auch wir sind dann endlich bei unserem 24-Stunden-Training angekommen. Und ja, zusammen mit dem Dominik dürfen wir dann jetzt auch mal so ein bisschen schauen, dass wir so die Basics von ihm noch mal mitbekommen. Und unser Ziel ist es natürlich, möglichst viel im Kopf zu behalten. Let's go! Lasst uns losgehen mit dieser Euphorie. Möchte ich mit euch mal über eure Ausrüstung sprechen. Deswegen nehmt mal eure Rucksäcke, packt die mal hier hin. Und dann müssen wir zuerst mal den Ist-Zustand betrachten. Kleine. Genau, Feuerstahl ist, Säge ist, Paracord, Wasserflasche. Ihr habt einen Tarp, das heißt, ihr seid sicher vor der Witterung. Ihr habt einen ordentlichen Unterschlupf. Natürlich geht es dann noch darum, wie baut ihr das Ding auf. Aber das seht ihr dann, wenn es dann soweit ist. Beziehungsweise wir üben das natürlich hier im Camp noch. Um das aufzuspannen, habt ihr sind das 30 Meter Paracord? Nee, es ist deutlich mehr. Das müssen 80 waren erlaubt, 80 stand im Item. Achso, stand 80 Meter. Oh, Genau. Okay. Also das sind jetzt 100 Meter, wir müssen es noch kürzen. Ja, Genau. ja. Das Können wir hat- hier im Training schon mal 20 Meter wegmachen, dann ist es gut. Ihr habt eine Säge, womit ihr Baumaterial für den Unterschlupf besorgen könnt, Feuerholz und so weiter. Ihr habt was, womit ihr Wasser transportieren könnt. Und vor allem, das ist ja keine ISO-Flasche, gell? Die ist einwandig. Also sehr schlau. Somit hat man halt einfach einen Gegenstand, den man sowohl zum Wassertransport nutzen kann, als auch zum Aufkochen. Das ist mal richtig geiler Shit aus Japan. So, Goa-Ofen von Soto. Und was ist das Geile daran? Erstmal ist es mal eine Größe, mit der man arbeiten kann, oder? Ja. Das Geile an dem Topf ist, es hat keine Schweißnaht. Es ist nicht gedengelt oder getöpft oder irgendwas. Das ganze Ding ist Wahnsinn. unkaputtbar. Krass geile Wärmeübertragung. Der kann was.
Ja, bitteschön. Das ist auch, hier, das ist schon richtig schwer. Und das ist eine Pfanne, Leute. Das ist eine Pfanne. Also dann haben wir jetzt alle Gegenstände zusammen. Fehlt nichts. Nee. Alles ist da. Ja. Dann, ganz wichtig, wenn ihr draußen unterwegs seid, jetzt dann die kommenden Tage, haltet Ordnung. Versucht für euch selber einfach ein passendes System zu finden. Das funktioniert. Schaut, dass zum Beispiel der Feuerstahl halt wirklich immer an der gleichen Stelle hängt. Schaut, dass die Säge ordentlich verräumt ist und nicht offen irgendwo noch draußen an dem Holzklotz rumliegt oder sowas. Passt auf die paar wenigen Gegenstände, die ihr habt, richtig gut auf. Wir konnten ja aus dem Vollen schöpfen. Wir haben mehr als das, was wir brauchen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach auf Nummer sicher. Wir wollen ja schließlich auch die Challenge gewinnen und die 1.000 € für dich und für einen guten Zweck holen. Und von daher haben wir gesagt, okay, wenn wir einen Gegenstand verschwenden, dann ist es so. Ja. Aber wenn wir einen Vorteil haben können in einer möglichen Challenge, dann sind wir doch dann ganz vorne mit dabei. Sehr smart. Risky, aber smart auf jeden So Fall. sind wir. Ja, gut. Manchmal muss man halt ein Risiko eingehen. Um Erfolg zu haben. Eben. Definitiv. Okay. Als allererstes Scan-Phase. Wir gehen raus, wir fangen von dem Punkt an, wo wir anfangen. Als allererstes 5,25, also 5 Meter im Umkreis, wo ich stehe. Okay, was ist hier los? Dann gehe ich mal 25 Meter. Danach, wenn ich weiter, mache ich den Kreis größer, gehe 50 Meter sozusagen in eine Richtung und gehe so einen Radius dann ab. Na, guck, was ist also im Umkreis von 50 Meter? Und nachher gehe ich Umkreis von 250 Meter. Was ist da also sozusagen überall an Gegebenheiten? Wasser, Pflanzen, Möglichkeiten für ein Shelter, eventuell Tierpfade und so weiter. Ne? So, und soweit ich dann mein Shelter gebaut habe und dieses Ding durchgezogen habe, würde ich nach 2-3 Tagen anfangen, von 250 Meter auf bis zu 2,5 Kilometer auszuweiten. Wenn du irgendwo in der Wildnis bleiben willst, brauchst du eigentlich nicht viel weiter laufen, weil du nachher mehr Energie verbrauchst, als du dir wieder irgendwie einfangen kannst. Ne? Also selbst wenn du dann sternförmig deine Fallen zum Beispiel um dein Lager aufstellst, ist so ein Radius von 2,5 Kilometern, sag ich mal, ausreichend, um zu wissen, was da los ist. Wir fangen jetzt also ganz im Kleinen an. Wir gucken erstmal, was ist hier im Umkreis so von, sag ich mal, 50 Metern um uns herum und gehen dann bis auf 250 Meter hoch. Und wir haben jetzt unseren Schlafplatz auserkoren gemeinsam, ja? Das heißt, ich probiere euch das mal ein bisschen zu zeigen. Die beiden Jungs bleiben da mal stehen. Wir haben jetzt den Vorteil hier, wir sind so leicht im Hang. Das heißt, wir haben da also nicht von allen Seiten den Wind. Wenn wir nach oben schauen, haben wir kein gefährliches Totholz über uns hängen. Und ja, wir haben einfach auch einen Spot, wo wir, ihr seht es an der Sonne, nicht der Witterung komplett ausgeliefert sind. Ja? Und der Manu erklärt uns jetzt mal, was so unsere Idee für den Shelter ist. Genau, also wir nutzen das, was wir jetzt schon haben. Das sind eben einmal dieser Stamm, der quer liegt und der Baum, der genau an der Stelle gewachsen ist. Und die Idee wäre jetzt, dass wir am besten irgendeinen Stamm dahin stellen können, damit wir einen Dachfirst in der Mitte hochlegen, an den Ast irgendwie rankeilen und dann links und rechts mit langen Ästen unser Dach bauen. Fürs Bett haben wir dann vorgesehen, einen Bettrahmen zu bauen und den mit Laub, Reisig, Ästen und von der anderen Fläche da hinten mit Moos aufzufüllen und dann sollte das gut weich sein. Genau. Leute, ich würde sagen, das klingt nach einem geilen Plan. Jetzt müssen wir mal nur gucken, wie es ausschaut, wie gut die Jungs das hinkriegen. Simon. 24 Stunden Training. Ja. Jetzt siehst du deinen Kandidaten zum ersten Mal in echt. Und soweit? Ja, soweit. Zufrieden. Das ist eine Hoffnung auf jeden Fall. Hoffnung habe ich bei jedem. Das stellt sich natürlich die nächsten 24 Stunden raus, die sich anstellen. Ja. Aber ich meine, das Wichtigste ist, motiviert zu sein. Und wenn man dann keine 2 linken Hände hat, dann kriegt man das eigentlich alles gebacken. Ja, gib ihm. Du hast jetzt 5 an anderer Stelle getroffen. Ja, genau. Jetzt. Aber jetzt guck mal, weil du hast jetzt hier einen Schritt, hier einen Schritt, hier einen Schritt, hier einen Schritt. Muss ich hinten Genau, du hast jetzt alle 3 Zentimeter neben dran. Und wenn du hackst, hack nicht mit dieser Seite. Hier vorne ist die Wucht von deiner Klinge. Ja. Mit diesem Bereich, der ist zum Hacken da. Der Bereich ist zum Schnitzen. Und mit dieser Spitze kannst du Sachen wie Fisch ausnehmen, Feinarbeiten etc. Okay. Das ist der Hackbereich. Dann geht alle in Sicherheit. Sehr gut. Schau, dass du
im Optimalfall von oben nach unten schlägst. Ja, nicht im Winkel, schlag immer nur von oben nach unten und stell dein Holz in den Winkel, wo du möchtest. Okay. Ja, stell das in den Winkel. Und dann kannst du grob schnitzen, beziehungsweise grob vorhacken. Auch wie hier zum Beispiel, wir wollen einen Grabstock. Dürft ihr jetzt gleich machen, perfekt, weil wir jetzt gleich auf Pflanzenwanderung gehen. Sehr geil. Ihr dürft euch zweimal einen Grabstock anfertigen. Dazu brauchen wir genau sowas. Was Flaches. Einmal wie ein Spachtel. Aber Schnitzen ist wirklich immer nur die eigentliche Feinarbeit. Okay. Also von vornherein so ein Spachtel abschnitzen, gell? Natürlich ein mordsmäßiger Aufwand. Voll. Dann machen wir eine gerade Kante. Ja, komm schon. Und dann können wir hier noch ein bisschen. Gut. Ich habe euch ja vorher schon erzählt, wie das ist mit dem Stoffwechsel. Ihr werdet am Anfang ihr relativ schnell den Zucker verbraucht haben nach 24 Stunden. Und dann muss der Körper den Stoffwechsel sich umswitchen, damit ihr eben Proteine und Fett verbrennt. Das Ganze, dieser Stoffumwandlungsprozess von Fett zu nutzbarer Energie, kostet Energie. Ihr könnt mit 150 Kilo Speck auf den Rippen verhungern. Das funktioniert. Ihr müsst, damit dieses Fett in nutzbare Energie umgewandelt werden kann, damit es reibungslos funktioniert, mindestens 300 bis 500 Kalorien am Tag zu euch nehmen, damit euer Körper eben die volle Reserven eures Körpers nutzen kann. Und das ist das Ziel. Jeden Abend einen vollen Magen und diese 300 bis 500 Kalorien. Dann kriegt ihr diese 5 Tage ganz easy rum. Ja. Fühlt sich also an wie bei einer Diät, aber ihr kriegt keine Magenschmerzen vor Hunger. Das ist gut. Das ist ein Korbblütler. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel mit Pflanzenfamilien, weil das Leben ungemein einfach macht. Korbblütler kennt ihr an diesem klassischen grünen Kelch. Erinnert sehr stark an Löwenzahn. Liegt daran, weil ein Löwenzahn ein Korbblütler ist. Ja, ein Gänseblümchen. Ja. Sonnenblume, Margerite. Ja, stimmt. Alles Korbblütler. Und sieht alles genauso, dieser grüne Kelch. Und wenn ich den jetzt einmal aufbreche, dann sehe ich, dass aus diesem Kelch diese einzelnen Stränge rauswachsen. Reißt den mal auf. Jo. Okay? Und daran erkennt ihr zweifelsfrei einen Korbblütler. Und ich kann nicht zweifelsfrei bestimmen, ob das jetzt eine essbare Pflanze ist oder nicht. Kann ich aber, weil ich jetzt weiß, es ist ein Korbblütler, schon mal sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er essbar ist, ist sehr hoch. Also esse ich das jetzt. Ja, doch gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Und jetzt warte ich. Bei einer Pflanze, wo ich mir nicht sicher bin, esse ich eine kleine Menge und warte ab, wie mein Körper darauf reagiert. Ja, ihr vielleicht schon mal gehört, dieses, ich mache hier ein bisschen, warte. Bullshit mit irgendeiner wilden Pflanze. Wenn ich schon mal grob abschätzen kann, Korbblütler, naja, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es essen kann, dann probiere ich eine Kleinigkeit, warte bis morgen, geht es mir morgen gut, dann ernte ich hier die große Fläche ab. Ja, ich probiere jetzt mal hier diese nette kleine Gierschwurzel. Und? Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ist nicht mal so schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Petersilie. Ja, ja. Da ziehen wir jetzt raus. Ach so, okay. Das haben wir den Grabstock, ne? Das ziehen wir jetzt raus, genau. Und hier merkst du auch schon diese leichte holzige Strang in der Mitte. Aber wenn wir das Ganze kochen, Splitter kommt hinterher. Interessanter. Schneidet es schön klein, beziehungsweise kochst am Stück und dann könnt ihr es wie so ein Knochen ein bisschen abnagen. Okay. So, jetzt kommt der klassische Veganer, ne? Oh ja. Okay, wow. Das ist die ganze Erde. Der menschliche Körper ist sehr effizient im Umgang mit Energie und deshalb lohnt es sich fast immer zu arbeiten für Nahrung. Diese Aussage, es lohnt sich nicht, ist völlig falsch. Das Ergebnis von sowas ist, wie nämlich bei den letzten Staffeln Seven vs. Wild, dass man nach 2 Wochen einfach nur mega Hunger hat, unterernährt ist, keine Energie hat und schlapp ist bis zum Tode und einfach zu nichts mehr kommt. Wenn ihr esst, habt ihr Energie und könnt immer anpacken. Ihr müsst schauen, dass ihr immer sicher, warm und satt seid. Das ist eure Aufgabe, weil wenn ihr immer sicher, warm und satt seid, dann haltet ihr ohne Probleme 5 Tage lang durch. Sind wir da einer Meinung? Denke ich schon. Schon, gell? Klar, da kommt noch das Thema Mindset ein bisschen mit zu.
mit dazu, wobei das auch bei der Sicherheit ein bisschen mit drin steckt. Also es ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber schaut auf jeden Fall immer, dass ihr sicher seid, dass es euch gut geht eben. Und da gehört das Thema Motivation, Mindset dazu. Schaut, dass er warm seid, also das heißt, dass er nicht auskühlt, dass er keine Hypothermie erleidet, und satt ist klar, also dass er ordentlich genährt seid, das heißt was zu essen und was zu trinken, so gut es geht. Wenn diese 3 Dinge gegeben sind, dann ist alles im grünen Bereich, das heißt, euch geht's gut. Wenn ihr Equipment habt, ist alles im grünen Bereich, alles safe. Wenn ihr kein Equipment habt, dann kommen die Skills. Also das heißt, dieses Know-how, wie mache ich ein Feuer mit dem Zeug, was ich hier finde. Was kann ich hier essen? Wo kriege ich hier Wasser her? Wie kann ich mir einen Unterschlupf bauen? Und wenn dann auch das fehlt, also wenn ihr keine Skills mitbringen solltet, dann ist es auf jeden Fall die Motivation. Okay, hier sammle ich auch immer das komplette Blatt mit so viel vom Stängel, wie es nur geht, weil auch das kann man halt super gut essen einfach. Ein bisschen Material, ein bisschen Fleisch, wir haben ein bisschen was zum Beißen. Und was halt noch geil ist einfach die Bärlauchwurzel. Da unten keine so richtigen Zwiebeln. Ja, je nachdem, wenn ihr nachher noch ein bisschen mehr mit rausgrabt, ja, habt ihr hier teilweise so richtige Zwiebeln. Also kleine, ja. Das ist nicht besonders groß. Aber die halt schön fein gehackt, in euren Eintopf reingemacht. Das gibt halt. Und angebraten. Ja, oder angebraten ein bisschen, klar, ja. Könnt ihr auch ein bisschen auf eurem Topfdeckel ein bisschen anbraten. Klar habt ihr kein Öl oder so, aber trotzdem. Und? Ihr könnt die ganze Pflanze, ihr könnt die komplette Pflanze verwenden, ihr müsst es halt im Bach auswaschen. Ja. Das Problem ist, wenn die 2 Pflanzen sich vermischen und ihr habt vorher schon ordentlich Bärlauch gesammelt, riechen eure Hände nach Bärlauch, also nach Lauch. Mhm. Ja, fasst ihr dann ein Maiglöckchen an, kann es trotzdem nach Lauch riechen, aber es ist dann halt ein Maiglöckchen. Ja, aber wäre auch nicht schlimm, oder? Doch, wäre schon ein bisschen schlimm, ja, weil Maiglöckchen ist halt einfach sehr, sehr giftig, also wirklich tödlich giftig, da müsst ihr schon aufpassen. Und der Bärlauch ist einfach tödlich lecker. Das definitiv. Genau. Also hier zwischen den beiden Bäumen finde ich aktuell ganz gut. Da könnte man hier die schön reinlegen. Ja. So, Knotenkunde, ihr Lieben. Gib mir mal Paracord. Ein langes. Okay, also ihr lernt jetzt 3 Knoten von mir. Den Sackstich, den Topsegel-Schotsteg und den Kreuzknoten. Jetzt nehme ich diesen Tropfen und führe den hinter dem Seil lang und springe hier einmal in den Teich rein. Alles da, der rechte Hand lässt du los komplett. Okay, so, und jetzt gehe ich hier und dann machst den Konterschlag, genau. So, das raus und dann ziehe ich. Kannst alles loslassen, muss einfach nur hier festhalten. Okay, ja genau. So. Jetzt mal gucken. Ich brauche ein Stückchen Paracord. Hier wäre noch. So. Kann ich das einfach. Wenn ich keinen Ast habe, wo ich drüber hängen kann, mache ich da jetzt einfach 2, 3 Wicklungen drum. So, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen sehr lang, aber ihr könnt es rein theoretisch, genauso wie ich euch das gezeigt habe, mit dem Kreuzknoten dann festmachen. Kannst deine Hand da rausnehmen, da passiert nichts. Genau, jetzt brauchst du nur das Seil an da halten, ja. Auch ohne Kraft. Brauchst nichts halten, was machst du da? So. So, da hast du deine 3 Wicklungen, richtig? Ja. Okay. Okay. Feuer, Wasser, Nahrungsschutz. Feuer. Darum kümmert ihr euch jeden Tag. Morgens steht ihr auf. Feuer, Wasser, Nahrungsschutz. Was ich besser finde beim Handstück, wenn man es rausarbeitet, 2 scharfe Kanten. Ich brauche einen kleineren. Das ist nix der Knüppel hier. Ach so, warte mal. Ja, haben wir schon.
So, dann schauen wir mal. Oh, der eiert aber ganz schön. Sollten wir es schaffen, ja, das sieht schon gut aus. Den Staub kann ich jetzt gleich nehmen und bei der Steffi mit ins Zundernest packen. Aber so ist nachher der Staub nicht heiß genug zum Entzünden. Der muss so richtig schwarz, genau. Das liegt dann meistens am Druck, aber zu zweit geht es dann besser, weil ihr zu zweit bohren könnt, zu zweit drücken könnt, stabilisieren könnt. Das ist der Vorteil zu zweit. Ja. 30 Grad, ja, ungefähr 30 Grad, so, und nicht bis zur Mitte. Ja, wenn ich bis zur Mitte vorgehe, dann verliere ich die Fühlung. Okay. Nicht bis zur Mitte. Das müsste ungefähr Pi mal Daumen, ja, so ungefähr sein. Was immer ganz gut ist, wenn man das Messer so hinhebt. Eine Messerspitze ist, genau. Und dann kann ich immer, weil wenn es bis zur Mitte gehen würde, dann würde meine Spindel, also die Zentrierung, dann wandert der Bohrer später nach außen in diese Kerbe rein. Deshalb muss ich immer vor der Mitte bleiben, damit die Zentrierung durchs Loch noch gegeben ist, aber nur der Bohrstaub, der sich hier oben sonst ansammelt, eben durch die Kerbe rausfällt. Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, jeder für sich, in der Feuerschale mit einem Feuerstahl ein Feuer zu machen. Aber das heißt nicht einfach nur Zunder anzünden oder sowas, sondern das Feuer soll schon 5 Minuten brennen. 5 Minuten reicht aus. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt schon anfange, diese kleinen Löckchen zu machen. Ich glaube, ich mache das einfach. Ich habe mir sehr, sehr trockenes Holz rausgesucht. Hier ist schon so gut wie keine Rinde mehr dran. Ich mache jetzt diese kleinen Löckchen einfach. Und Danny, was denkst du? Kriegst du es an? Weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nie nur mit Gras versucht. Aber das sollte eigentlich auch gehen. Ich muss halt nicht schnell sein. Das Problem an Gras ist halt, das verbrennt sehr schnell. Und ich habe gerade beschlossen, noch mehr Gras zu. Noch 3 Minuten. Oh, wir haben ein Feuer. Jetzt aber. Das schau an. Jetzt kommt nämlich genau das, was ich nicht meinte. Es brennt sehr schnell. Fuck. Die Flammen geht natürlich nicht auf. Du hast diese Funken in diesen einen Federstick reingemacht und daneben lag so einen großen Haufen Gras. Warum diesen ganzen Grasbüschel? Den nehmen und dann nochmal schön zerreiben, dass er auffasert und dann den Funken rein, hätte es mit 3 Strikes gebrannt. Und stattdessen lag dieser Grasbüschel daneben. Okay. Das habe ich dann hinterher bei Danny gesehen. Genau, ja. Dann habe ich gedacht, okay, einfach Riesenbüschel Gras und dann rein, aber es hat halt nicht lange gebrannt. Ja, ja, also genau. ich habe es anbekommen, aber nicht ja, und dann gebrannt. fehlt die Zwischenstufe. Ich meine, deswegen sind wir jetzt hier in dem Vorbereitungscamp. Gell? Hast du gerade die Haare angebrannt? Ja, das ist Einsatz, was soll ich sagen? Das ist voller Einsatz. Also der Bärlauch, greift den mal hier unten ab. Der Bärlauch hat immer einen Stiel. Eigenen. Der hat einen eigenen Stiel und das Maiglöckchen sieht eher so ein bisschen so eingerollt aus vom Blatt. Und wenn ihr das reibt, habt ihr auch schon ganz eindeutig diesen Knoblauchgeruch, den ihr erkennt. Wie gesagt, aber eins der wichtigsten Merkmale ist, dass ihr halt diesen Stängel hier unten habt. Wenn du da einfach sagst, die Leute trinken ungefiltert das Wasser da in Schweden oder was, das kannst du nicht machen.
oder essen einfach Pilze und wissen gar nicht, ob die gut sind. Zur Not machst du es nur einmal. Into the Wild, der Film hat es gezeigt. So. Ja. Einmal das falsche Kräuterlieb, das war sein Ende. Wie ist der Schlüsselblumentee? Ja, besser als gedacht. Also schaut natürlich jetzt nicht so toll aus, aber schon richtig die Farbe abgegeben und Wasser. Ja, ja. Also es schmeckt nach Kamille ein bisschen. Ja. Hat seit 6 Jahren probier mal. Und wir haben also schlechte Entgelte, weil alles wird teurer, also muss das immer mit Liegenden verhandeln. Und er hat das einfach seit 6 Jahren nicht gemacht. Ist gut, oder? Kannst du immer sagen, mit einem Fuß im Steigbügel. Ja? Geschmack? Also ich finde es auch gut. Also ich merke zwar jetzt, die Füße werden langsam ein bisschen müde, aber ich fühle mich eigentlich gut. Also Hunger 0. Trinken war eigentlich echt ausreichend, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass man jetzt nach Shelter bauen und so ein bisschen mehr braucht. Aber das war jetzt, viel war es jetzt nicht. Ich würde jetzt mal sagen, so 250 Milliliter haben wir jetzt gehabt. Ist jetzt nicht viel, aber war jetzt auf jeden Fall für heute ausreichend. Das heißt, das gibt ein Dreibein, das gibt ein Zweibein genau. Und der lange kommt oben drauf. Ja. Genau. Ja. Aber dann brauchen wir die doch gar nicht mehr sauber machen, oder? Nope. Nö, Ja. eigentlich nicht. Da habt ihr schon mal Brennholz auch da. Ja. Jawohl. Das schaut doch ziemlich gut aus. So, wie haben wir gesagt, vom Wind her, aus der Richtung. Ja. Reicht schon. So. Kann jetzt auch nichts großartig passieren. Das sieht doch gut aus, Danny. Super. Also ich finde gemütlich. Er ist stabil. Ordentlich stabil. Ja, ist gut. Ja. Damit kann man es auf jeden Fall 5 Tage draußen aushalten und Ja, länger. definitiv. Schützt euch davor, dass ihr eure Körperwärme direkt an den Boden abgebt. Diese Stöcke hier, die quer liegen, die unterstützen das Ganze nochmal, dass ihr weiter weg seid vom Boden. Also die heben euch nochmal vom Boden ab. Und das Laub, das drauf kommt, da wird natürlich auch nochmal Luft eingeschlossen, aber das wird in der Regel platt gedrückt. Das ist eigentlich nur für die Bequemlichkeit da, damit ihr bequemer liegt. Das kann man natürlich, statt Laub kann man Gras reinmachen oder trockenes Moos. Also ihr könnt daneben Wasser habt, ihr müsst es wieder an die Umgebung anpassen. Gras geht natürlich auch, gell? Wenn ihr irgendwo eine schöne Wildwiese habt mit langen Gräsern oder sowas, dann könnt ihr auch die abschneiden und könnt die mit reinmachen. Ja. Gerade Grasstängel wären super, weil Grasstängel sind auch nochmal hohl. Bedeutet, da ist auch nochmal Luft eingeschlossen. Das wäre ideal. Schon ausreichend, gell? So Ja. wie es jetzt ist. Also das muss halt jeden Tag nachmachen. Also es liegt sich halt mega platt. Genau, ja, also den Tag danach noch mal ein bisschen was drauf, dann noch mal was drauf. Das ist schon cool. Deswegen jetzt noch mal Zweige drauf, wäre noch geiler. Lasst uns das auf jeden Fall noch machen. Die Viertelstunde, 20 Minuten nehmen wir uns noch und dann noch mal eine dünne Laubschicht und dann ist gut. Wenn ihr zwei dann halt jeweils eine halbe Isomatte habt, nur für den Oberkörper, das reicht ja, gell, vom Arsch bis zur Schulter und der Kopf, der kann ja dann auf, keine Ahnung, auf dem Rucksack oder auf einer Jacke liegen oder was auch immer. Dann ist cool. Ja, genau, aber das wird wahrscheinlich so eine tägliche Aufgabe, immer so ein bisschen Laub nachlegen. Das Bett aufschütteln. Ja, Ja, genau. Ja. Bett machen. Ja. Bett machen, ja. Wir haben halt ein bisschen das Dilemma hier, was heißt Dilemma, aber nicht so gerade. Viele Plätze sind gerade schon verbraucht. Es geht jetzt aber um den Aufbau. Ihr habt dann natürlich den Vorteil, dass wir können jetzt nicht, da können wir anfangen jetzt alles irgendwo abzubauen, aber wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. Machen wir eine kleine Roomtour. Genau. Wo würdest du das Feuer jetzt hinmachen? Genau, das zeige ich euch jetzt. Der Nachteil bei der Variante ist, dadurch, dass wir eben hier jetzt einen geschlossenen Raum haben, können wir drin kein Feuer machen. Ja, genau. Wenn ihr das an dem Baum macht, können wir halt leider auch hier direkt keins machen. Ja, richtig. Das ist das Problem. Ich könnte mir aber einen Stock abspannen. Ihr könnt mit derselben Variante mit 2 Stöcken statt Baum auch einfach 2 Stöcke nehmen. Ja. Ja? Und dann habt ihr hier eben den potenziellen kleinen Feuerplatz.
Auch hier Nachteil, hier oben ist eure Plane, Ja. Funkenflug. Das heißt, ihr müsst hier aufpassen, dass ihr nicht zu großes Feuer werden lasst. Und das Feuer ist halt immer so halb draußen. Ja? Weil aufgrund vom Baum könnt ihr hier nicht direkt ein Feuer machen. Ja, genau. Ihr könnt hier direkt zu weit drin kein Feuer machen. Das ist halt der Nachteil in dieser Variante. Ich will jetzt keine 5-Sterne-Suite, aber 2 Sterne werden wir schon hinkriegen. Motel. Hostel. Schaut richtig gut aus. Ohne Hostel, ohne Frühstück. Und Manu, wie ist die Stimmung? Gut, aber ich bin echt fertig jetzt. Bist kaputt? Ja. Ja, reicht langsam. Wird Zeit, dass der Gestern Abend heute ein Ende nicht so nimmt. viel geschlafen, dann mit wenig trinken. Mhm. Das muss man echt sich immer selber dran erinnern. Ja. Also wer zuerst einen Tee kochen hat, hat gewonnen, ne? Ja? Ihr 3 oder ich alleine? So, aber du, das ist ja auch unfair. Du machst ja jetzt hier ein... Ja, das kannst du doch auch machen, du hast das gleiche Werkzeug, das gleiche Holz. Ich habe aber noch was Entspannteres. Na dann los. Das ist alles verkruckelt. Ja, ist... Können wir mal ein bisschen, vielleicht ist das dann für einen Funken. Na, was sagt er dazu? Ich glaube, ich habe gerade die erste Klatsche kassiert. Warum? Wo ist der Unterschied? Warum klappt das? Weil, also er hat halt, wie gesagt, er hat sich hier halt schon Späne vorbereitet aus seinem Trockenholz da und die halt anscheinend doch besser sind als unser Alibi-Vogelnest. Guck mal nochmal, wie viel von deinem Feuerstahl benutzt du? Nix. Siehst du das? So. Also, das Seil kannst du nehmen, damit du es nicht verlierst. Das ist alles gut, aber es gibt dir ja die ganze Länge frei. Ne, es gibt so ein Sprichwort, ne? Säge benutzt man immer ganz. Ne? So, also nimm deinen Feuerstahl bitte auch. Ne? Dann nimmst du ganz runter und schiebst ihn komplett runter. Aber ich habe ja dann schiebe ich, wenn ich halt komplett runterschiebe, dann schiebe ich das Zeug immer weg. Ja, dann musst du dich am Schluss noch ein bisschen bremsen. Nein! Vorsichtig! Warte, wir haben es noch. Wir haben es noch. Ist noch da. Gucken, ob ihr nach 5 Tagen immer noch so optimistisch seid, wenn was nicht funktioniert. Aber Das ist ja traurig. Hole entweder 2 Y-Steckergabeln oder wir bauen ein Dreibein, um den Topf aufhängen zu können. Über dem Schauen wir Feuer, mal, dass wenn wir wir das Feuer vielleicht haben. mit- Dann. Zu wenig Glut. also, da sind schon Flammen, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, den Reisig locker drüberlegen, genau. Super. Und jetzt tragt es mal rüber in die Schale. Wow! Kevin! Yeah. So, jetzt nicht aufhören, jetzt weitermachen. Weiter, genau. Was sind unsere nächsten Größen? Ich kann es euch sagen, die anderen Teams, ihr könnt euch warm anziehen. Sehr geil. Das ist mein Team. So oder so gehört für mich zu dem 24-Stunden-Überlebenstraining, also zur Einführung in ein Survival-Training, immer Orientierung mit dazu. Weil was bringt uns überhaupt in eine Survival-Situation? Was macht die Dinge noch schlimmer, wenn wir uns nicht hier draußen orientieren können? Weil so kommen wir erst in sowas rein, weil wir uns verlaufen haben, weil wir in Situationen reingekommen sind, wo wir uns unterschätzt haben vielleicht. Und das können wir einfach mit dem Thema Orientierung
von vornherein schon mal zumindest minimieren, das Risiko minimieren. So, und was ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist zum einen mal einfach, wie man eine Karte liest. Wir wollen von da aus, wo war es wieder? Wir wollen von da aus Richtung 150 Grad. Also stellt ihr wieder hier 150 Grad ein. Zack. Ihr seid hier und ihr wollt Richtung 150 Grad laufen. Wo ist denn 150 Grad auf der Karte ungefähr von hier aus gesehen? Hier so. Ja, das sind 180, ja. Hier 90. Ja, also von hier aus, hier sind es 180. Also nicht hier an dem Punkt, Nee. weil da sind es ja wieder mehr. Mhm. Ihr versteht? Mhm. Sondern hier. Da sind es 180, da sind es 90, genau. Deswegen irgendwie so in die Richtung. Das heißt, ihr wollt schon mal grob in die Richtung. Also legt ihr den Kompass, das sind jetzt hier die 150 Grad schon eingestellt, mit der Anlegekante so an. Und dann dreht ihr ihn praktisch um diesen Punkt so lange, bis diese Linien hier in der Kompassdose, seht ihr, ihr habt hier eine Ost-West-Linie und Nord-Süd-Linien, bis die mit den Himmelsrichtungen der Karte übereinstimmen. Also unten ist Süden, oben ist Norden, das wissen wir. Das heißt, wenn diese Linien parallel zu so einer Gitterlinie laufen oder die hier zu einer Gitterlinie oder auch zu so einem Ortsnamen, weil die sind auch von Ost nach Westen ausgerichtet, dann ist alles cool. Dann könnt ihr praktisch hier direkt diesen Winkel übertragen. Also ihr habt jetzt hier, wenn ihr jetzt hier eine Linie zieht, habt ihr direkt hier die 150 Grad eingezeichnet. Dass wir verschiedene Pieselplätze haben, weil da oben habe ich schon einige Pflanzen zum Essen entdeckt. Und dass wir in unser Abendessen und so weiter reinpieseln. Wie wäre es da unten, gerade diese dichte Buche, wisst ihr, die so verzweigt ist? Sucht euch da vielleicht mal einen Weg runter. Ja. Für so sitzende Geschäfte. Und wir Männer, stehende Geschäfte, gehen auch da runter, aber machen dann halt irgendwo direkt in diesen Buchenbereich. Ist das in Ordnung? Ja, geht klar. Ja, ja. Solche Sachen müssen geklärt werden, gell? Aber das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, man pieselt nie, wo man ist. Macht das Sinn? Ja, definitiv. Ja. Aber wir schauen der Nadine jetzt natürlich nicht zu, gell? Deswegen Kennt ihr die Dreierregel? Ja, das Hatten wir schon. Ja, hau mal raus. 3 Stunden ohne Wasser? Nee, 3 Tage ohne. Nee, wie war das? 3 Sekunden nicht nachdenken. Richtig. 3 Stunden ohne Schutz bei extremen Wetterbedingungen. 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung. Genau. Diese Survival-Situation, das ist jetzt eine Show, wo ihr mitmacht, oder auch Alone, das ist eine Show. In der Regel ist man nicht für mehrere Wochen allein in der Wildnis. Eine reelle Survival-Situation, wir sind wandern im Allgäu, wir knicken uns einen Fuß um. Nicht, ich stürze einen Hang oder sowas. Und dann hocke ich da und muss die Nacht aushalten. Und dann nicht erfrieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Deshalb, ihr kommt an, wo auch immer ihr seid, Schutz. Weil, wenn es strömend regnen anfängt, wenn ihr hier unten seid mit eurem Schlafsack, ja, dann kann euch erstmal nichts mehr passieren. Dann könnt ihr im Worst Case 5 Tage einfach nur hier unten hocken, ja, und einen Topf rausstellen zum Wasser sammeln. Sollt ihr nicht, ihr wollt aktiv werden, ihr wollt eure Situation verbessern, aber wäre möglich. Es bringt euch nichts, mit 5 Pflanzen im Regen zu hocken. Wisst ihr, was ich meine? Genau, nur weil ihr da was zum Essen hättet. Also das hier ist das absolut Erste, was ihr macht. Ihr kommt an und baut euch einen Schutz, einen Shelter. Ja. Wenn ich für 5 Tage in die Wildnis gehen würde, würde ich sagen, okay, ich esse 3 Tage, bevor ich rausgehe, schon nichts mehr. Weil ich habe die Fastenkrise zu Hause mit meinem Bettchen, mit allem überstanden und ich gehe da raus und ich bin voll am Powern und ich brauche gar keine Nahrung. Und das, was ich an Kräutern finde, unterbricht das Fasten auch nicht, weil das so wenig Kalorien hat. Das sind einfach nur ein paar Vitamine, ein paar Supplements, könnte man sagen, wie beim Sport. Und ihr geht da durch und ihr habt diese Krise nicht. Ihr habt die Superpower. Ihr seid einfach da draußen straight up stark, weil ihr wisst, okay, das ist gar kein Thema. Das kann die Strategie sein. Ich würde es so machen. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Der Körper reguliert es selbst. Und das ist, ich würde es denen noch gar nicht verraten, das ist unser Geheimtrick. Wenn ihr das Ding durchzieht, dann seid ihr safe die Gewinner. Weil ihr ihr seid glasklar. Ihr habt überhaupt keinen Hassel mit dem Essen. Es geht nur um 5 Tage und ihr habt dann insgesamt eine 8- oder 9-tägige Fastenkur gemacht. Und es ist alles gut. Es ist alles gut. Und ihr seid voll in eurer Kraft, ihr seid voll im Saft da draußen, weil euer Körper schärft alles, was ihr habt, weil er natürlich aus dem Survival-Mode heraus sagen will, wir müssen jetzt all unsere Fähigkeiten da reinbringen, dass ihr Nahrung findet, dass ihr Schutz, also weil der Körper weiß, jetzt geht es ums Ganze.
Ihr wechselt also quasi vorher schon zu Hause in den Survival-Mode und geht dann raus und seid dann auch im Survival-Mode. Es wird Situationen geben, bestimmt, wo ihr nicht wisst, warum ihr hier seid, wo ihr denkt, klar, wenn das Ding losgeht in ein paar Tagen, dann seid ihr euphorisch und habt Bock, gell, so wie gestern, dass ihr dann gleich losrennt und oh geil, ich will jetzt ein Shelter bauen, ich will Feuer machen und ich will Nahrung sammeln und ein Wasserloch graben und das am besten alles auf einmal. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das kann sein, dass es einfach durch Nahrungsmangel, durch Wassermangel, durch die Kälte, durch den Wind, durch was auch immer, kann auch durch den Teampartner oder sowas sein, dass einfach diese Motivation schnell in den Keller fällt. Ja, spätestens nach ein paar Tagen, wenn man zu wenig gegessen hat, kann sein, dass man einfach sein Ziel aus den Augen verliert. Also warum man das macht. Und dann ist es wichtig in solchen Situationen, dass man auf jeden Fall klar kommuniziert, wenn man in einem Team draußen ist, so wie ihr zwei, also sprecht offen miteinander. Wenn ihr denkt, ich muss das jetzt dem anderen sagen, weil das könnte helfen, dann macht es und sprecht einfach offen drüber. Wenn er jetzt denkt, ich brauche jetzt einfach ein paar Minuten für mich, dann lasst es den anderen kurz trotzdem wissen, dass er weiß, was los ist. Weil sonst steht der andere auch, er spricht gar nicht mehr, was ist denn los, habe ich was Falsches gesagt, was getan, mache ich zu wenig, beleidigt oder sonst irgendwas. Es kann alles hochkommen in solchen Situationen. Gell? Deswegen wird man in solchen Situationen einfach, in die ihr geworfen werdet, mit seinem wahren Ich konfrontiert einfach. Und das kennt ihr vielleicht teilweise sogar noch nicht mal, dieses wahre Ich. Das kommt vielleicht jetzt erst zum Vorschein für euch. Also seid gespannt, was da draußen auf euch zukommt. Aber es können wirklich so Facetten von euch sein, die ihr noch gar nicht kennt. Und denkt dann einfach in der Zeit an meine Worte, kommuniziert offen mit dem anderen, damit kein Konflikt entsteht einfach zwischen euch, weil ihr ja vielleicht gerade selber einen Konflikt mit euch selbst habt. Lasst es den anderen wissen und dann nehmt euch vielleicht kurz raus. Sagt, ich brauche einfach mal kurz 5 Minuten, 10 Minuten für mich oder wie lange auch immer. Ich muss mich kurz mal da hinsetzen unter dem Baum, muss mal vielleicht sogar meditieren oder sowas, muss mal kurz in mich gehen. Einfach damit ihr eure Motivation wiederfindet. Ja, überlegt dann einfach, warum bin ich hier? Warum habe ich das Ganze angefangen? Was erhoffe ich mir daraus? Und dann sind es die Punkte. Jeder von euch hat sein eigenes Thema, warum er hier ist, warum ihr das unbedingt machen wollt, das Ganze. Und sagt euch das immer wieder, führt euch das immer wieder vor Augen. Ihr müsst dann selber noch gucken wahrscheinlich, oder Simon guckt es noch. Ihr kriegt jetzt erstmal von mir diesen Topf hier, der hat den großen Vorteil, ihr könnt das hier gleichzeitig als Pfanne nehmen. Gerade für dich mit dem Fisch nachher. Kommt natürlich am besten, gell, schön brutzeln. Und hier könnt ihr dann euer Gemüse kochen. Das darfst du eigentlich gerne jetzt parallel schon mal machen, dann gleich, während sie den Fisch ausnimmt. Ich zeige es einmal. Dann nimmt sie einen aus und in der Zeit kannst du euer Gemüse schneiden und genau, und dann gleich schon da reinklatschen. Deshalb ist großes Werkzeug, versuch so ein bisschen Winkel. Guck mal, so ein bisschen Winkel zu kriegen. So da? Genau, ja. Und dann nicht zu tief einschneiden, nur so einen halben Zentimeter bis Zentimeter gerade so unter dem Bauch. Und hier, weil jetzt wollen wir die ganzen, warte, schneiden wir hier noch mal ordentlich hier durch. Da, zack. Jetzt, da muss rein. Und jetzt hier mit dem Finger rein, hier mit dem anderen Finger heben und dann, dass du hier, guck mal, siehst du den Rachen da richtig mit dem Daumen rein. Und geh einfach rein, greif die Eingeweide und einmal mit Schmack jetzt raus. Genau. Boah, das ist glitschig. Ja. Jetzt kannst du auch nach vorne die Kiemen mit wegziehen, wenn du möchtest. Ja, einfach ziehen. Genau, und rein damit. Wenn ihr irgendwo jemals sein solltet, in Schweden oder sonst wo, kannst du das ganze Zeug natürlich wunderbar als Angelköder nehmen. Ja. Einmal mit dem Fingernagel, aber Rückseite nicht so, sondern mit der anderen Seite vom Fingernagel. So. Ja, genau, scharf. Weil sonst kriegst du es unter den Fingernagel. Und das ich glaube, das ist jetzt auch egal, nach dem Fisch ausnehmen. So. Soll ich mal dranhängen? Ja, mach mal. Halt mal. So. Ach, von hier siehst du gar nichts außer Rauch. Warte. Stimmt, du bist auf Zug da, oder? Ja, wir haben die Topf schon dran. Achso, jetzt. Okay, lassen wir mal los. Ja. Wunderbar. Das ist wirklich saugemütlich. Wenn ich jetzt diese Kackstange hier noch wegmachen würde. So, jetzt habe ich auch noch ein bisschen mehr Platz für meine überdimensional langen Beine.
Aua, das war Schienbein. Warte. Und nein. Warte, jetzt. So. Haha. Boah, geil. Manu. Faust. Oh, das Ding sitzt. Oh. Es ist echt angenehm, gell? Es geht, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ach, Bis ja. morgen. Schau, ich tue jetzt meine Taschenlampe in die Schuhe und dann habe ich morgen warme Schuhe. So, wir werden uns jetzt ins Bett begeben. Aber hier nochmal kurz so ein paar Informationen zu dem, ja, was wir heute gelernt haben und was wir halt jetzt für das eigentliche Format halt mitnehmen werden. Also wir haben ein riesiges Shelter gebaut. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Genau so 1:1 werden wir es nachmachen. Dominik hat uns eben auf jeden Fall nochmal angehalten, unbedingt daran zu denken, solange wie es trocken ist, natürlich nochmal brennbares Material unter Umständen auch hier mit runterzubringen. Und das macht natürlich auch Sinn. Und dafür haben wir auch den Platz. Ja. Ja, apropos brennbares Material, Feuer-Challenge. Wir haben alles gegeben. Ich bin dank dir sehr zuversichtlich, dass wir es hinkriegen werden. Ja, die ersten Schäden haben wir auch schon zu verzeichnen. Ich habe mir die Haare ein bisschen abgekokelt und wohl auch die Augenbrauen. Ich weiß nicht, es ist schon besser, wenn man bei solchen Sachen keinen Spiegel mit hat, damit man sich gar nicht sieht, wie man Definitiv. so langsam zum Waldschrat wird oder zum wilden Menschen einfach irgendwie. Ich möchte gar nicht wissen, wie ich aussehe. Ja, alles gut das ist aus, halt, alles gut. Ja, das musst du ja jetzt sagen. Die Motivation muss immer hochgehalten werden.